Stopp, bevor du unterschreibst. Bevor du diesem netten Verkäufer an deinem Küchentisch vertraust, der dir von Renditen und Amortisation erzählt, hör mir 2 Minuten zu. Ich werde dir heute etwas zeigen, das kein Solarverkäufer je auf seinen bunten Folien zeigen würde. Die echten Zahlen, die vollständige Rechnung. Und am Ende entscheidest du selbst. Willkommen bei Grundstein. Es ist 2026, wir alle erinnern uns noch gut an die Energiekrise. Die Strompreise, die explodiert sind. Diese kollektive Panik, die durch ganz Deutschland gegangen ist. Und diese Narben sitzen tief. Du fährst durch dein Viertel, siehst die schwarzen Panels auf den Dächern der Nachbarn und denkst dir innerlich, der zahlt bestimmt nichts mehr für Strom. Der hat alles richtig gemacht. Dann flattert eine Werbeanzeige in deinen Feed oder ein freundlicher Vertreter klingelt an der Tür. Die Botschaft ist immer dieselbe, nie wieder Stromrechnung. Staatliche Förderung, sichere Rendite. Du wirst unabhängig und weißt du was? Das ist kein Zufall. Die Solarbranche verkauft dir kein technisches Gerät, sie verkauft dir ein Gefühl. Das Gefühl, dem System endlich zu entkommen. Das Gefühl von Kontrolle. Von Freiheit. Und Gefühle sind mächtig. Aber Gefühle bauen kein Vermögen auf. Wenn du wissen willst, wie Grundstein über echte Vermögensstrategien denkt, abonniere jetzt den Kanal. Schauen wir uns an, wie der Verkäufer rechnet. Er sitzt an deinem Tisch, öffnet sein Tablet, schöne grüne Balken. Alles geht nach oben, Amortisation in 8 Jahren, Rendite von 12%. Das typische Paket für ein deutsches Einfamilienhaus im Jahr 2020-26 zu 10 Kilowatt Peak-Anlage auf dem Dach. Dazu ein 10 Kilowattstunden Batteriespeicher, komplette Montage, Anmeldung, neuer Zählerschrank. Alles inklusive. Gesamtpreis 25.000 Euro. Ja, die Modulpreise sind gesunken, aber die Handwerkerlöhne gestiegen. Die Inflation bei Bauteilen kräftig zugeschlagen. Unterm Strich 25.000 Euro. Und der Verkäufer rechnet so, die Anlage produziert rund 10.000 Kilowattstunden im Jahr. Mit Speicher erreichst du einen Eigenverbrauchsanteil von etwa 60%. Das sind 6.000 Kilowattstunden, die du nicht mehr kaufen musst. Bei 35 Cent pro Kilowattstunde macht das 2.100 Euro Ersparnis pro Jahr. Dazu kommen die restlichen 4.000 Kilowattstunden, die du ins Netz einspeist. Die Einspeisevergütung 2026? Optimistisch gerechnet 7 Cent, das sind weitere 280 Euro. Gesamtertrag 2.380 Euro pro Jahr, 25.000 geteilt durch 2.380 macht rund 10,5 Jahre. Der Verkäufer lächelt, in 10 Jahren haben Sie Ihr Geld zurück. Und dann laufen noch 10 Jahre reiner Gewinn, klingt überzeugend. Aber es fehlt die Hälfte der Rechnung. Jetzt kommen die Zahlen, die in keiner Verkäuferbroschüre stehen, die echten Kosten. Erster versteckter Kostenpunkt, der Wechselrichter. Das ist das technische Herzstück deiner Anlage. Er arbeitet täglich, er wird heiß und Electronic mag keine Hitze. Die durchschnittliche Lebensdauer eines Wechselrichters? 10 bis 12 Jahre. Er wird ausfallen. Nicht vielleicht sicher. Ein Ersatz inklusive Einbau kostet dich inflationsbereinigt im Jahr 2035 oder 2036 realistisch zwischen 2.500 und 3.000 Euro. Deine schöne Amortisationsrechnung verschiebt sich damit sofort nach hinten. Zweiter versteckter Kostenpunkt, die Batteriedegradation. Lithium-Ionen-Akkus verlieren mit der Zeit Kapazität. Nach 10 Jahren hast du realistisch noch etwa 75 bis 80% der ursprünglichen Speicherkapazität. Weniger Speicher bedeutet weniger Eigenverbrauch. Weniger Eigenverbrauch bedeutet weniger Ersparnis. Jedes Jahr ein kleines Stück weniger. Steht das in der Excel-Tabelle des Verkäufers? Niemals. Dritter versteckter Kostenpunkt, Versicherung und Betrieb. Deine Gebäudeversicherung wird teurer, sobald eine Anlage auf dem Dach sitzt. Brandgefahr, Sturmschaden, Hagelschlag. Dazu kommen kleine Wartungskosten, gelegentliche Reinigung, mögliche Defekte an Einzelteilen. Konservativ gerechnet 150 Euro pro Jahr, auf 20 Jahre macht das 3.000 Euro. Und noch etwas, das kaum jemand erwähnt, was passiert, wenn du umziehen musst. Ein Käufer zahlt dir den Anlagewert nicht zurück. Gebrauchte Technik auf dem Dach wird beim Hausverkauf oft mit 0 bewertet. Bei Grundstein sprechen wir über die Zahlen, die andere weglassen. Gib diesem Video einen Daumen hoch, wenn dir das hilft. Jetzt kommt der Teil, den 99% der Menschen überspringen. Der Teil, der den wahren Unterschied macht. Es heißt Opportunitätskosten. Einfach gesagt, was hättest du mit 25.000 Euro machen können, wenn du sie nicht aufs Dach geschraubt hättest? Nehmen wir einen simplen, weltweiten Indexfonds. MC World oder FTSE All World, historische Durchschnittsrendite 7% pro Jahr, konservativ, realistisch. Du nimmst heute 25.000 Euro, legst sie an, rührst sie 20 Jahre lang nicht an,
kein Handwerker, kein Gerüst, gar keine Anmeldung bei Behörden. Kein Stress? Was passiert nach 20 Jahren? Zinseszins rechnet gnadenlos. Aus 25.000 Euro werden fast 97.000 Euro. Das ist dein Vergleichswert. Deine Solaranlage muss also nicht nur ihre eigenen Kosten zurückbringen. Sie muss dir in 20 Jahren einen finanziellen Gesamtvorteil von fast 100.000 Euro liefern, damit sie auch nur gleichwertig ist. Kann sie das? Optimistisches Szenario Solaranlage nach 20 Jahren 2.400 Euro Ersparnis pro Jahr. Mit 3% jährlichem Strompreisanstieg. Gesamtersparnis über 20 Jahre rund 65.000 Euro. Abzüglich 25.000 Euro Anschaffung. 3.000 Euro Wechselrichter, 3.000 Euro Betrieb. Nettovorteil etwa 34.000 Euro. Vergleich ETFs 97.000 Euro Endvermögen. Der Unterschied 63.000 Euro. 60.000 Euro, die du durch die Entscheidung für die Solaranlage nicht aufgebaut hast. Du hast nicht gespart. Du hast dich ärmer entschieden, um dich sicherer zu fühlen. Wir haben noch gar nicht über die Risiken gesprochen. Beim Indexfonds hast du Marktrisiko, das stimmt. Aber du hast globale Diversifikation. Tausende Unternehmen aus Dutzenden Ländern. Bei der Solaranlage hast du Klumpenrisiko. Alles konzentriert auf ein Dach, in einer Stadt, mit einem einzigen Gerät. Was passiert bei Hagelschaden? Was, wenn der Hersteller des Wechselrichters Insolvenz anmeldet und keine Ersatzteile mehr verfügbar sind? Was, wenn das Dach saniert werden muss und die Anlage temporär demontiert werden muss? Kostensatz mehrere tausend Euro. Und der Batteriespeicher? Ökonomisch betrachtet ist er für die meisten Haushalte ein Verlustgeschäft. Eine gespeicherte Kilowattstunde kostet dich bei Ehrlicher. Vollkostenrechnung oft 40 bis 50 Cent, Strom aus dem Netz kostet 35 Cent, du speicherst also Strom. Um ihn danach teurer zu nutzen, als wenn du ihn direkt bezogen hättest, es ist technisch faszinierend. Aber finanziell ist es ein Luxus, kein Sparinstrument. Gibt es einen Ausweg? Gibt es eine Möglichkeit, von Solarenergie zu profitieren, ohne sein Kapital zu riskieren? Ja, und die Lösung ist so simpel, dass sie die meisten Verkäufer ignorieren, weil sie daran nichts verdienen, das Balkonkraftwerk. Im Jahr 2026 kannst du bis zu 800 Watt und in manchen Bundesländern noch mehr einfach per Steckdose einspeisen. Keine Baugenehmigung, kein Elektriker. Kein Gerüst. Kochkosten 400 bis 500 Euro. Du montierst es selbst am Geländer oder auf dem Carport. Und jetzt die Rechnung, jährlicher Ertrag circa 600 bis 700 Kilowattstunden. Davon nutzt du direkt etwa 400 Kilowattstunden. Ersparnis 400 mal 35 Cent macht 140 Euro pro Jahr. Amortisation 500 Euro geteilt durch 140 Euro macht 3,5 Jahre. Danach ist jeder Euro pure Rendite über 25% pro Jahr steuerfrei. Das ist ein echtes Investment, weil die Einstiegskosten so niedrig sind. Hier stimmt das Verhältnis von Risiko und Ertrag. Hier stimmt die Rechnung. Abonniere Grundstein, damit du weißt, wo sich investieren wirklich lohnt und wo nicht. Also was ist das Fazit? Ganz klar. Wenn du Kapital hast, das du nicht brauchst, und du dieses Gefühl der Unabhängigkeit unbedingt willst, dann kauf dir die große Anlage. Aber sag dir selbst ehrlich, das ist Lifestyle, das ist Konsum. Das ist keine Altersvorsorge. Wenn du aber für deine Zukunft baust, wenn jeder Euro zählt, dann ist der Plan folgender. Erstens, sonst optimiere deinen Verbrauch LED-Lampen. Neue Geräte. Bessere Dämmung. Das ist die sicherste Rendite überhaupt. Zweitens, installiere ein Balkonkraftwerk. Hol dir die besten Früchte zuerst. Die ersten 600 bis 800 Watt sind die lukrativsten. Drittens, steck die restlichen 24.500 Euro in einen einfachen Sparplan. MC World oder FTC Allworlds monatlich automatisch. Ohne nachzudenken. Viertens, lehn dich zurück. Beobachte, wie dein Kapital arbeitet, während dein Nachbar auf den Servicetermin für seinen defekten Wechselrichter wartet. Lass dich nicht von bunten Tabellen blenden, die entscheidende Zahlen einfach weglassen. Wer rechnet, gewinnt. Wer nicht rechnet, zahlt drauf. Das ist die Grundsteinphilosophie. Denk immer dran, niemand kümmert sich so gut um dein Geld wie du selbst, aber nur, wenn du die richtigen Fakten kennst. Bis zum nächsten Video. Grundstein out.